Hallo liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour werfen wir mal wieder einen Blick in ein ganz privates, persönliches Zuhause. Ein Fertighaus, das den Stil und Komfort einer modernen Villa mitbringt. Ein stylisches Einfamilienhaus mit klaren Linien, großen Fensterflächen mit Blick ins Grüne und viel Komfort von Fingerhaus. Egal, ob ihr gerade selber ein Haus plant oder Inspirationen für euer Traumhaus sucht, das Projekt solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Also kommt mit! Wir haben hier einen zweigeschossigen Baukörper mit Flachdach. Die Außenmaße von dem Hauptbaukörper sind 11,40 Meter mal 11,10 Meter. Inklusive der Anbauten, dieser Erker und die Doppelgarage vorne sind es dann 17,40 Meter mal 15,30 Meter. Insgesamt haben wir auf zwei Ebenen hier 197 Quadratmeter Wohnfläche. Und das Ganze ist schon so geplant, dass es hinterher auch einfach erweiterbar wäre. An welchen Stellen das relevant ist, erzähle ich euch natürlich dann. Wie ihr hier vielleicht schon sehen könnt, auf diesem Erkeranbau, da kommt oben noch eine Dachterrasse drauf, da fehlt jetzt noch das Geländer, aber das ist extra schon so geplant, dass hier später aufgestockt werden könnte, falls noch Kinder kommen. Das Besondere an diesem Haus ist die Putzfassade. Das ist in so einem heller, abgetönten Mokka-Farbton. Für alle Farbnummern in dem Haus gilt, wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, da kann ich euch das dann genauer beantworten. Und was noch eine Sonderausstattung hier war, ist, dass alle Blecharbeiten hier in RAL 7016, also in Anthrazit gehalten sind. Das ist nicht selbstverständlich. Bei den Fenstern kriegt man das ganz gut so hin, aber die ganzen Blecharbeiten hier, die Abkantungen, die Fallrohre, das ist alles eben extra so ausgesucht, dass es zusammenpasst. Wir haben auf dem Flachdach, das ist ein Folienflachdach, eine Photovoltaikanlage mit 6,3 Kilowatt Peak Leistung. Im Haus gibt es auch einen Speicher mit 3,3 Kilowattstunden oder 3,5 Kilowattstunden Speicherkapazität. Das Ganze ist tatsächlich ein KfW Effizienzhaus 40 plus, auch wenn es diese Förderung nicht mehr gibt. Das ist also quasi die höchstmögliche Effizienz- und Komfortstufe, die hier umgesetzt worden ist. Ihr seht schon, es ist windig heute. Wir haben hier aber eine total schöne Landschaft, ein riesen Grundstück, das sind 1300 Quadratmeter und es ist ein leichtes Hanggrundstück. Die Bauherrin sagte ihr, es war total wichtig, dass das Ganze aus einer Hand vom Gartenbauer so gestaltet wird, dass sie keine Schrägen hat. Also dass sie hier zwei Ebenen geplant hat und das eben alles gleich so mitgeplant hat, dass die Anschlüsse von den Terrassen, von den Höhenverläufen so passen. Das müsst ihr einfach mit bedenken bei so einem Grundstück und dafür auch gleich das Geld in der Finanzierung mit einplanen. Die Bauherrin hatte auch ganz genaue Vorstellungen, wie die Fensteraufteilung sein soll. Unter anderem wollte sie eigentlich gerne zu dieser Aussichtsseite große, raumhohe Übereckverglasungen. Ihr könnt das sehen, im Obergeschoss gibt es da so ein schmales Band. Unten sind es zwei Hebeschiebetüren. Sie sagt, es wäre bautechnisch, statisch nicht möglich gewesen. Und heute ist sie eigentlich auch ganz froh, dass sie es so gemacht hat. Wie das innen aussieht, sehen wir jetzt gleich. Was ihr hier sehen könnt, ist, dass es teilweise schon Milchglasfenster gibt. Dahinter liegen Badezimmer, auch das schauen wir uns natürlich von drinnen an. Und jetzt gibt es noch ein paar interessante Tipps zur Eingangsseite mit Doppelgarage. Im Eingangsbereich gibt es eine planerische Besonderheit, die bemerkenswert ist. Diese Doppelgarage ist wie aus einem Guss ins Haus integriert. Das war der Bauherrin sehr, sehr wichtig. Und sie hat im Erdgeschoss eine Geschosserhöhung um 10 cm vorgenommen. Deshalb passte da keine Standard-Fertiggarage dran. Das heißt, diese Doppelgarage 6 x 6 Meter ist auch vom Haushersteller in Holzständerkonstruktion gemacht. Hat auch ein extra stabiles Dach, dass man auch da später das Haus
Haus noch erweitern könnte im Obergeschoss. Ich zeige euch das auch noch mal. Da gibt es dann extra schon eine Terrassentür, sodass das mit den Höhenanschlüssen gepasst hat und man eben auch dieses Vordach hier 1 Meter breit, direkt schon beleuchtet, direkt in einem Guss mitmachen könnte. Es gibt dann innen auch eine Tür von der Garage ins Haus und diese Dinge sind eben nicht so einfach zu realisieren, wenn man es nicht alles aus einer Hand nimmt. Durch dieses Vordach ist es jetzt eben auch so, dass die Haustür hier geschützt liegt. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr schöne Haustür in Eiche mit so einem Fingerprint und mit einem Edelstahlgriff. Und das ist eigentlich auch schon ein Vorgeschmack auf das, wie es da drinnen weitergeht. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Diele hat 11 Quadratmeter plus 5 Quadratmeter offene Garderobe. Wir haben also hier 16 Quadratmeter und durch die Geschosserhöhung um 10 cm haben wir eine lichte Raumhöhe von 2,68 Meter. Hier geht es jetzt mit den besonderen Details schon los. Das Eicheparkett ist durchgezogen und im Eingangsbereich ist dann eben gleich diese Fußmatte eingelassen, die dazwischen diesen Steinchenfang hat, dass man also alle Steinchen, die das Parkett verkratzen könnten, hier schon auffangen kann. Und sehr, sehr schön ist, dass die Übergänge hier überall mit so Korkleisten gemacht sind. Die Bodenbeläge bis auf Fliesen, Malerarbeiten und Innentüren hat die Bauherrin rausgenommen aus dem Angebot des Fertighausherstellers und selber vergeben. Sie kennt nämlich einen Innenausstatter. Und dieses Parkett ist auch was ganz Besonderes. Das ist eine Eiche-Landhausdiele mit so einer ganz schmalen Fuge verlegt. Das sind sehr große Dielen, 21 cm mal 2,20. Das ist hell geölt, also ein sehr, sehr schöner Boden, der eben auch mal abgeschliffen werden kann. Und ihr seht schon, mit der Raumerhöhung sind auch die Türen erhöht worden. Das sind hier 2,18 Meter etwa Rahmenhöhe und es sind diese wunderschönen Türen, stumpf einschlagen mit verdeckten Bändern. Die Bauherrin sagte, sie hätte auch gerne die Türen ganz wandintegriert gehabt, also ohne sichtbaren Rahmen. Das wird aber sehr, sehr aufwendig. Da hat der Fertighaushersteller auch gesagt, das ist einfach vom Verhältnis und auch von dem, wie es dann nachher von der Belastbarkeit ist, nicht so wahnsinnig praktisch. So ist es jetzt wirklich auch sehr schön und es gibt hier gleich noch eine Besonderheit zum Thema Belastbarkeit von Kanten. Auch die Spachtelarbeiten hat sie machen lassen in Q4, das ist die höchste Qualitätsstufe. Das ist dann Malervlies gestrichen und an den Ecken, das kann man im Detail sehen, sind hier solche Putzschienen drauf, sodass die Ecken eben total schmal und fein aussehen und durch diese Metallkante, die nachher überstrichen wird, eben sich auch nicht abstoßen, wenn man da mal mit was dran bollert. Was ganz Besonderes in diesem Raum ist auch die Rückwand hinter der Treppe. Auch das sehen wir nachher noch mal an mehreren Stellen. Da hat sich die Bauherrin einen speziellen Lehmputz anmischen lassen mit so einem Glimmer. Der ist extra so ein bisschen rau und unterschiedlich aufgetragen. Das ist eben einfach nicht nur sehr schön, sondern dieser Lehmputz kann auch sehr, sehr gut Feuchte puffern. Wir sehen es, wie gesagt, nachher auch oben in den Bädern. Außerdem war es ihr sehr wichtig, dass sie überall Stauraum hat, alles sehr clean gestaltet ist. Wir schauen nachher noch in die Ecke ins Gästebad, da gibt es auch noch mal einen Einbauschrank. Und hier sehen wir dann schon, was wir im ganzen Haus auch sehen werden, Einbauschränke vom Schreiner, auch in so einem ganz besonderen Champagner-Beige, sage ich jetzt mal. Auch da gilt, wenn ihr die Farbnummern wissen wollt, schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Das ist natürlich wunderschön, weil man hier dann eine sehr aufgeräumte Fläche hat. Da kann alles drin verschwinden. Sehr schön auch diese Sitzbank in Eiche, wo dann eben auch schon Schubladen sind, wo kleinteilige Sachen drin verschwinden. Auch sowas finde ich total nett. Auch hier nochmal eine Schublade, weil diesen ganzen Kleinkram, den man da liegen hat, Schlüssel, was man so ablegt, wenn man reinkommt, kann man hier einfach drin verschwinden lassen. Ich persönlich finde es auch immer toll, wenn es eine Sitzbank gibt, eine kleine offene Garderobe. Hier ist die Rückwand dann mit so Eicheleisten auf so einem dunklen Filz verkleidet. Das Ganze sieht nicht nur sehr schön aus, sondern ist eben auch akustisch und schallschutztechnisch sehr schön. Und das nächste Besondere ist hier die Treppe.
Da wollte die Bauherrin gerne auch so ganz clean so eine Stahlwange haben. Auch das ist in einem Holzfertighaus nicht so einfach. Da muss erstens geschweißt werden auf der Baustelle. Zweitens wird das sehr schwer, so eine Stahlwange. Und sie hat sich dann entschieden, doch dieses High-Pressure-Laminat, diese schmale Wange zu nehmen. Und das sieht, finde ich, auch wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Ist einfach viel, viel günstiger, viel leichter, viel einfacher zur Handhaben. Und weil sie die Stufen gerne genau im gleichen Material haben wollte, wie das Parkett ist, hat sie da eben nur Baustufen genommen und dann vom Innenausstatter hier auch die Stufen im gleichen Material machen lassen. Und jetzt schauen wir uns mal den offenen Wohn-Ess-Kochbereich an. Der Wohn-Ess-Kochbereich sind hier vorne einmal 40,5 Quadratmeter, hinten schließen nochmal 22,5 Quadratmeter an. Wir haben also insgesamt fast 63 Quadratmeter, die sehr, sehr gut gegliedert sind. Hier in dem vorderen Bereich gibt es jetzt den Essplatz, der von zwei Seiten sehr schön belichtet ist. An beiden Seiten hat man jetzt die großen Hebeschiebetüren. Auch hier ist jetzt die etwas höhere Variante gewählt worden. Das ist also 2,17 Meter, genauso hoch wie die erhöhten Türen. Die Breite ist jeweils 3 Meter, das heißt der Öffnungsflügel, den man dann aufschieben kann, sind dann insgesamt 1,50 Meter. Man kommt also hier überall gut raus. Ihr seht auch schon, hier gibt es Fensterkontakte, es gibt ein Alarmsystem, das sieht man hier, das ist so ein Rauchvernebler, also auch auf Sicherheit wurde hier sehr großen Wert gelegt. Und was ich ja immer schön finde, euch zu zeigen, ist bei diesen großen Hebeschiebetüren, dass man eben diese extra flache Austrittsschwelle realisieren kann. Auch hier sehr, sehr schön gemacht, der Anschluss mit diesen Korkleisten nach draußen. Hier in dieser Winkelterrasse plant die Bauherrin noch eine feste Pergola mit Glasdach installieren zu lassen, dass man da also wirklich dann auch so ein Outdoor-Wohnzimmer hat, dass man es da fest hat und das stehen lassen kann. Und bevor wir uns die Küche genauer angucken, gehen wir jetzt mal hier hinten noch in diesen Wohnbereich. Hier drüber ist jetzt ein Wechsel in der Deckenkonstruktion. Hier ist jetzt eine Brettstapeldecke. Ihr habt ja von außen gesehen, obendrauf soll da eine Terrasse hin. Aber das ist eben statisch schon so vorgerüstet, dass man da auch noch mal aufstocken könnte. Also das ist alles schon mitgedacht. Für die Terrasse ist es auch gut, wenn sie höhere Lasten aufnehmen kann. Da soll vielleicht noch ein Aufstellpool oder eine kleine Sauna hin. Und sowas muss man sich eben von vornherein mit überlegen. Hier sind jetzt auch die beiden Ecken, wo die Bauherrin sagte, sie hätte eigentlich gerne komplette Glasecke gehabt, raumhohe Verglasung. Das sind eben Sachen, die nicht alle Fertighaushersteller realisieren, aber man muss sich eben auch darüber im Klaren sein, dass das nachher viel, viel zu putzen ist, dass man immer in der Ecke irgendeine Stütze hat, dass es statisch eben sehr, sehr aufwendig wird und man sich wirklich überlegen muss, will man das alles so ausreizen oder ist es so nicht eigentlich auch sehr schön? Und dann ist es gut, dass an der Seite jetzt auch mal die Festverglasung zu sehen ist. Die hat die gleichen Maße, also auch die 2,17 mal 3 Meter. Man kann da ungestört rausgucken, kann das sehr, sehr schön genießen hier. Und was ihr da hinten in der Ecke auch noch sehen könnt, ist der Luftauslass von der Lüftungsanlage. Also wir haben hier, das zeige ich euch nachher im Technikraum, so eine große Luft-Luft-Wärmepumpe mit Lüftungsanlage, mit Wärmerückgewinnung, wo Warmwasserbereitung, Lüftung, Heizung, alles in einem Gerät ist. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, es steht hier kein Außengerät rum. Passt dazu, dass eben auch innen alles total schön und stimmig gemacht ist. Hier sehen wir jetzt was Besonderes an der Wand. Das ist eine 3D-Tapete. Ihr könnt es mal so ein bisschen mit Streiflicht drüber gucken, sehen, dass es so eine leichte Struktur hat. Dann gestrichen in so einem ganz dunklen, satten Grünton. Und diese Wand ist eben auch ein bisschen länger rausgezogen, als es jetzt für die Tiefe der Küchenschränke notwendig wäre. Finde ich aber auch wirklich sehr schön, weil man dann eben hier von der Länge auch das Sofa ganz hinbekommt. Jetzt sind wir praktisch schon in der Küche.
Und auch das ist eine Anfertigung hier vom Schreiner, alles individuell angepasst. Die Bauherrin sagte, es war ihr total wichtig, dass die Farben überall passen, dass man alles zumachen kann, dass es aufgeräumt aussieht, und es ist hier sehr, sehr schön gelungen. Die Oberflächen sind alle Phoenix, das ist so ein besonderes Material, das total kratzfest ist, hitzebeständig. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal auch in anderen Küchen. Es hat so eine Anti-Fingerprint-Geschichte, gerade bei dunklen Oberflächen total wichtig. Das macht euch nämlich sonst verrückt. Man kann es auch, wenn mal Kratzer drin sind, sogar ausbessern, und dieser Tresen ist auch extra groß. Das sind 2,16 Meter, ich glaube mal 1,18 Meter, also da kriegt man auch wirklich was unter. Sehr, sehr schön ist, hier hat man das Kochfeld mit dem Abzug nach unten. Das ist ja fast schon Standard, dass man hier keine Dunstabzugshaube hängen hat. Das sind alles Umlufthauben. Und ich sage ja immer, guckt, dass ihr Steckdosen habt. Hier ist das jetzt ganz schön gelöst, dass die Steckdosen eben hier unten drin sind. Da könnt ihr gleich noch mal rumgucken. Dann hat man hier ein Regal, wo Gewürze drin sind. Man kann eben, wenn man kocht, hier das Kabel für den Pürierer rausnehmen. Und dieses Thema Steckdosen ist einfach total wichtig in der Küche. Wie ihr seht, ist da vorne auch integriert so ein Weinkühler, der also alles immer auf Temperatur bringt, die man braucht. Das ist hier alles Push to Open. Man kann hier unterschiedliche Temperaturen oben und unten einstellen, sodass also hier wirklich für alles gesorgt ist. Und da hinten drin, das wollte ich euch auch noch zeigen, gibt es dann zum Beispiel in den Schränken integrierte Steckdosen. Man hat dann hier die Küchengeräte drin stehen, das verschwindet also alles in dieser Front. Und dann muss man natürlich darauf achten, dass man da hinten auch die Steckdosen drin hat. Und dann fragt sich der ein oder andere vielleicht, ja, alles so aufgeräumt, wo ist denn hier noch Arbeitsfläche? Und das versteckt sich eben hier noch. Es gibt dann so eine große Tür, die zieht sich übrigens von selbst ein, wenn man sie aufklappt. Das finde ich sehr, sehr schön, und man kann das hier eben komplett auffahren. Das heißt, wenn man hier arbeitet, hat man eben auch Arbeitsfläche. Das Ganze verschwindet hier in der Wand. Und ansonsten, wenn man das zumacht, ist hier alles super clean und aufgeräumt. Es gibt sogar noch einen Raum, der beim Ordnung halten hilft. Das ist nämlich hier diese kleine angeschlossene Speisekammer, die gleichzeitig der Durchgang zur Garage ist. Man kann also die Kisten auf kürzestem Weg hier reinbringen. Hier fehlen noch die Einbauschränke. Das heißt, das Ganze soll auch noch so ausgebaut werden, dass es wirklich perfekt bis auf den letzten Meter ausgenutzt werden kann. Und jetzt schauen wir uns noch die anderen Nebenräume hier im Erdgeschoss an. Bevor wir in den Technikraum gehen, noch hier ein Wort zur Technik. Die Bauherrin hat sich entschieden, ein KNX-System einbauen zu lassen, ein Smart Home-System, das komplett überall kabelgebunden funktioniert. Das ist der High-End-Standard. Sie hat gesagt, sie würde es nicht mehr machen lassen. Kostet roundabout für so ein Haus 28.000 € und funktioniert eigentlich nie so, wie man sich das vorstellen würde. Sie wohnt jetzt 1,5 Jahre hier. Sie sagt, es ist immer noch so, dass man den Leuten erklären muss, wie es funktioniert, wenn man Gäste hat, dass nachts plötzlich die Rollläden hochgehen oder das Licht angehen. Wenn irgendwas verstellt ist, es gibt zwar natürlich einen Fernzugriff, also das heißt eine Wartung, geht plötzlich das ganze System nicht mehr. Und das Geld, sagt sie, hätte sie sich im Nachhinein gespart. Einen wichtigen Tipp gibt es noch zum Thema Technikraum. Hier ist nur die Technik drin. Hauswirtschaftsraum gibt es oben. Das Haus steht hier auf Bodenplatte. Der ist mit 10,2 Quadratmetern nicht klein. Aber man muss trotzdem aufpassen, wenn man sowas plant. Ihr seht schon dieses Gerät, diese Luftwasser-Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung, Lüftungsanlage, die halt nur innen aufgestellt ist, nimmt schon sehr viel Platz weg. Dann kommen hier die Hausanschlüsse, hier ist der Speicher von der Photovoltaik, der große Verteilerkasten, der ist nämlich auch groß bei einem Smart Home. Da kommen die Hausanschlüsse für Wasser und Strom hoch. Und sie sagte mir, sie wollte hier noch den Schrank hinstellen. Und es war gut, dass sie am Tag, wo das hier eingerichtet wurde, auf der Baustelle war und darauf geachtet hat, wo die ganzen Anschlüsse hoch und runter kommen, weil ansonsten knallen einem das die Techniker irgendwo hin und man hat nachher an keiner Wand mehr Stellfläche für Schränke.
Ganz, ganz wichtig. So, hier nebenan gibt es noch ein kleines Gästezimmer. Das sind 11,3 Quadratmeter. Das ist ein langer, schmaler Raum. Da steht eine Gästecouch drin. Es gibt noch mal ein schmales Fenster. Das ist von der Proportion für so ein Gästezimmer wirklich so sehr gut zu machen. Und direkt gegenüber gibt es dann das zugehörige Gästebad. Und da kommen wir jetzt noch vorbei an diesen Schrank. Also auch diese Nische. Die Bauherrin hat den Grundriss ganz individuell selber geplant. Muss natürlich mitgeplant werden, damit dann hier zum Beispiel Platz ist für so einen schönen Schuhschrank und da alles verschwindet. Das Gästebad ist auch größer, als man vielleicht vermuten würde. Das sind 6 Quadratmeter. Es gibt hier eine Nische um die Ecke, wo die Dusche drin ist. Hier haben wir ein schmales, hohes Fensterelement direkt mit Milchglas. Also alles richtig gemacht. Man hat super viel Licht hier drin, aber kein Einblick von draußen. Wir haben jetzt hier auf dem Boden die Fliesen. Das sind jetzt Fliesen, die es standardmäßig beim Fertighaushersteller gibt. 60 x 60. Wenn euch das genau interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Und erwähnenswert finde ich, dass die Bauherrin sich entschlossen hat, hier an der Wand die gleichen Fliesen zwar zu nehmen, aber ein anderes Format, nämlich 40 x 60. Und das ist ganz schön, weil es gibt ja immer so die Frage, Wand und Boden gleiche Fliesen oder unterschiedlich. Hier wurde dann mal ein Akzent gesetzt. Das ist so eine Fliese in so einem Metro-Format. Das finde ich an der Stelle auch ganz schön. Und vielleicht auch noch erwähnenswert, diese Dusche ist etwas größer als der Standard. Das sind 90 x 90. Das ist so eine extra flache Duschtasse. Das ist eben einfach praktischer. Nochmal ganz kurz, wenn ihr so eine durchgefließte Dusche ohne Tür wollt, müsst ihr das komplette Bad mit so einer Spezialabdichtung machen gegen Feuchtigkeit. Das wird pro Quadratmeter dann nochmal teurer. Also das ist jetzt nicht pro Quadratmeter teuer, aber in Summe kann man da eben eine Menge Geld im Boden versenken. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Ich habe euch ja eben gesagt, die Treppe hat noch die Besonderheit, dass sie relativ kurz ist. Tatsächlich hat man das hingekriegt mit einer Lauflänge von nur 3,75 Meter. Mit der Geschosserhöhung ist das schon relativ steil, müsste die eigentlich 4 bis 4,20 Meter sein. Aber die Bauherrin wollte eben nicht, dass die Treppe da unten weiter in den Wohnraum reinragt. Sie hat es auch extra so gemacht, dass man eben vom Wohnzimmer aus losläuft, damit Leute von der Haustüre nicht die Treppe hoch in ihren Privatbereich gucken. Und ich finde es auch sehr schön, wenn man hier hochkommt, direkt durch diese Festverglasung rauskommt, also ins Licht läuft und nicht gegen eine Wand. Wir haben hier oben eine Fläche von etwa 11 Quadratmetern, eine lichte Raumhöhe von 2,58 Meter. Hier eine Festverglasung, die 1,60 x 2,10 Meter ist. An der Stelle wirklich sehr, sehr gut. Und hier ist jetzt dieser Raum, der wird im Moment als Abstellraum genutzt, wo ich euch am Anfang gesagt habe, da gibt es schon diesen vorgeplanten diese Öffnung zum Garagendach. Falls hier später mal noch ein Kinderzimmer kommen würde, ein zusätzliches, könnte man hier ein Kinderbad und dahinter auf die Garage noch ein Kinderzimmer anbauen. Und da ist es eben sehr wichtig, dass diese Öffnung in der Außenwand an der Stelle schon mitgedacht ist. Jetzt schauen wir uns an, was es hier oben noch für Räume gibt. Sehr schön, übrigens auch erwähnenswert ist, dass hier oben diese Brüstungswand mit Eiche abgedeckt ist. Das ist nicht nur schön, wenn das hier so bündig drauf ist, sondern eben auch viel, viel besser abwischbar. Wenn ihr da diese Putzoberfläche habt, kriegt ihr den Staub nicht weg und das wird mit der Zeit so vertatscht. Und jetzt gucken wir als erstes ins Lesezimmer. Am Ende des Flures hat 12 Quadratmeter und wird im Moment als Arbeits- und Lesezimmer genutzt. Ursprünglich war mal geplant, hier das Schlafzimmer reinzumachen mit Blick durch dieses Fenster auf die Terrasse in den Wald. Warum das nicht so gekommen ist, sage ich euch gleich. Was hier natürlich sofort auffällt, ist diese ganz, ganz besondere Gestaltung mit der Fototapete, die mittlerweile über das Ausstattungsloft des Fertighausherstellers zu beziehen ist. Wenn euch das genauer interessiert, könnt ihr es auch noch mal in die Kommentare
Kommentare schreiben. Hier gibt es jetzt nochmal zwei Besonderheiten. Wir haben hier ein Fenster 1,8 x 1,20 mit einer Standardbrüstungshöhe von 83 cm, was sehr, sehr schön ist. Und hier ist jetzt diese große Hebe- bzw. Drehkippbeschlagtür mit doppelflügelig. Die ist auch 2,10 Meter hoch, sodass die Höhe von diesen beiden Elementen gleich ist. Das finde ich auch sehr wichtig. Und hier seht ihr jetzt, wie gesagt, das Geländer kommt noch. Hier drunter ist jetzt dieser Wohnzimmeranbau mit der Brettstapeldecke. Man hat zwar jetzt hier diese Austrittsschwelle, aber von den Höhen passt es jetzt hier mit dem Anschluss sehr gut. Oft hat man nämlich das Problem bei diesen Dachterrassen, weil dann da ein dickes Dämmpaket drauf kommt, dass dann dieser Fußboden von der Terrasse viel höher liegt. Und das ist eben dann nachher nicht so gut und nicht so schön, wenn man sich die Option offen halten möchte, hier eben das Ganze auch noch später anders zu nutzen. Wie gesagt, hier soll noch ein kleiner Pool drauf. Da muss man dann immer gucken, dass das mit den Lasten klappt. Und jetzt schauen wir nebendran ins Schlafzimmer mit Ankleide und ich erzähle euch, warum es so gekommen ist. Bevor wir ins Schlafzimmer gehen, diese Tür geht übrigens in den Hauswirtschaftsraum. Das sind 5,7 Quadratmeter. Da stehen Waschmaschine und Trockner drin. Der ist noch nicht eingerichtet, deshalb schauen wir da jetzt nicht rein. Aber die Bauherrin sagte mir schon, wenn die Waschmaschine läuft, das ist überhaupt kein Problem akustisch. Sie hört nichts, das stört nicht, das funktioniert alles wunderbar. Hier ist jetzt das Schlafzimmer mit Ankleide. Wir haben hier insgesamt 21,7 Quadratmeter, 14 Quadratmeter Schlafen, 7,7 Quadratmeter Ankleide. Die Bauherrin sagte mir, sie überlegt, ob sie hier noch was abtrennt. Im Moment ist es wunderschön so und hier ist wieder die Einbaugarderobe vom Schreiner, also beziehungsweise der Einbauschrank. Das sind fast 5 laufende Meter Schrank, da kriegt man wirklich super was unter. Auch hier war ursprünglich nicht das Schlafzimmer geplant, sondern sie sagte, eigentlich war für sie immer Bad und Ankleide eine sinnvolle Einheit, aber das war eben die Ecke, die sie oben, genau wie unten, gerne komplett verglast gehabt hätte. Das war jetzt eben auch hier an der Stelle statisch nicht einfach umsetzbar. Wir haben jetzt hier die hohe Brüstung. Sie hat dann gesagt, nee, dann eben auch nicht halb hoch, sondern wirklich die 1,27. Und sie sagt, heute ist sie froh, dass sie es so gemacht hat. Es gibt für diesen Schlafraum einfach was total Geborgenes, dass da eben von unten auch keiner reinkommt. Und wenn ich mir vorstelle, dass hier vorher eine Ganzglasecke gewünscht war, wo dann hier die freistehende Wanne direkt mit Blick ins Grüne gestanden hätte, muss ich sagen, ich glaube, das war wirklich die richtige Entscheidung. Ganz schön ist auch hier wieder diese 3D-Strukturtapete, die an die Wand angebracht worden und in diesem wunderschönen dunklen Karmesinrot gestrichen ist. Und jetzt schauen wir noch nebendran ins Bad, auf das ich persönlich mich besonders freue. Hier nebendran geht es jetzt ins Badezimmer, das mit 18 Quadratmetern wirklich sehr groß ist. Man kann hier echt eine Party feiern. Wie gesagt, ursprünglich die Idee, Ankleide und Bad zusammenzupacken, finde ich von der Nutzung auch überlegenswert. Was ich besonders schön finde, ist, dass das ganze Bad mit diesem besonderen Lehmputz gemacht ist, der diesen Glimmereffekt da drin hat. Das ist total angenehm, weil es hier die Feuchtigkeit puffert. Die Badmöbel sind übrigens auch vom Haushersteller. Auch diese Geschichten hier, dann haben wir hier klassischerweise eine Teewand, wobei der Stiel da etwas verschoben ist. Der setzt also nicht mittig. Hierum haben wir jetzt die Dusche und da ist jetzt was Besonderes oder zwei besondere Sachen, die es erstens verbreitert. Also hier ist 1,20 mal 1,20, dann kommt noch mal ein Meter dazu, also 2,20. Ich finde es auch sehr schön, dass die Bauherrin sich durchgesetzt hat, hier dieses Milchglasfenster drin zu haben. Davon hat man ja abgeraten, weil das natürlich verspritzt beim Duschen. Aber sie sagte,
Dadurch, dass da Milchglas drin ist, sieht man das eigentlich nicht und es ist eben schön, weil es nicht so eine dunkle Ecke ist, was man sehr oft hat. Hier ist jetzt durchgefliest. Wir haben jetzt hier auf dem Boden eine große Fliese, 1,20 x 60. Und wenn ihr nachher nochmal hier reinkommt in der Dusche, das schmale Format 1,20 x 30 in der gleichen Farbe, was ich sehr, sehr schön finde. Dann gibt es hier die freistehende Wanne. Die Bauherrin sagte mir, sie wollte keinen Bodenzulauf und da musste hier dieser Hahn etwas verlängert werden, aber so funktioniert es wunderbar. Hier ist nochmal eine sehr besondere Strukturfliese, die ich auch wirklich ganz schön finde im Zusammenhang mit dieser schwarzen Armaturserie. Und hier auf der anderen Seite ist jetzt die etwas kleinere Nische, 1,20 x 1,20, wo das WC verschwindet, total geschützt. Hier haben wir die hohe Brüstung, das ist wieder 1,27. Und da sagte mir jetzt die Bauherrin, also dieses Fenster ist fast 2 Meter breit. Das kann man praktisch jetzt kippen, man kann es zum Putzen dann aushängen, damit man es von außen putzen kann. Und sie sagte, das Fenster ist so wahnsinnig schwer, weil es eben schon so groß ist, dass es wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Man hat ja das bei der Bemusterung auch gesagt, sie wollte es trotzdem so haben, aus optischen Gründen, aber das ist wohl eine Sache, die man einfach im Hinterkopf haben und wissen muss. Eine Sache gibt es auch noch, ihr habt vielleicht gesehen, dass es hier teilweise Steckdosen gibt, die oben in Raumecken sitzen. Teilweise ist das natürlich den elektrischen Jalousien geschuldet, die ja auch Strom brauchen, an der Stelle jetzt nicht. Die Bauherrin sagte, sie hat sich überall oben Steckdosen hinsetzen lassen, weil sie ihre Sonos-Boxen da eben teilweise auch noch anschließen möchte. Daneben ist auch dann so ein Netzwerkkabel. Das sind halt so Dinge, wo man einfach bei der Elektrobemusterung dran denken muss, genau wie an die 2 Steckdosen rechts und links vom Waschplatz. Ein letzter Tipp zum Thema Elektrobemusterung. Wenn ihr in so einer Glasecke einen Leseplatz haben wollt, denkt bitte an die Bodensteckdose, damit ihr da auch Licht habt. Ja, jetzt haben wir alle Räume in diesem individuell geplanten Traumhaus gesehen. Wie immer gilt, wenn ihr euch die Grundrisse anschauen wollt, gibt es unten in der Videobeschreibung einen Link in unsere Hausdatenbank, wo ihr nochmal gucken wollt. Wenn ihr noch mehr Videos vom Hersteller sehen wollt, verlinke ich euch das auch nochmal an der Seite. Und wenn ihr insgesamt noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.